Hallo, wir sind die Schüler aus der Stadtteilschule Bahrenfeld und ich bin Gökçe. Ich bin Josi. Ich bin Neha. Ich bin Okan. Ich bin Mareike. Wir haben jetzt ein Interview mit Herrn Simonson, weil er in der NS-Zeit als Adoptivkind in einer jüdischen Familie gelebt hat, obwohl er Christ war. Wilhelm Simonson wurde mit 2 Jahren adoptiert. Sein Adoptivvater war jüdisch. Aber wie erfuhr Wilhelm Simonson davon? Mein Schicksalsjahr, so nenne ich das immer, war 1935. Da war ich also so um die 15 Jahre alt, etwas älter als ihr jetzt. Und da habe ich dann erst erfahren, ich war in der Marine-Hitler-Jugend, dort hat man mich mal als ein Judenlümmel, es gibt ja zwischen den Jungs mal so Streit, hat mich einer mal als Judenlümmel bezeichnet und du hast uns gar nichts zu sagen und so in dem Stil. Und da fragte ich dann aus meinen Vater, Papa, wie kommen die dazu, mich als Judenlümmel zu bezeichnen? Und mein Vater sagte mir, du bist weder ein Jude noch ein Lümmel. Als ich das mal wiederholte, schickte er mich zu dem Pastor Andersen zur Barnfelder Lutherkirche. Wir waren Gemeindemitglieder dieser Kirche. Und dieser Pastor Andersen hat mir dann eröffnet, mein Junge, in der Tat, dein Vater ist nicht dein leiblicher Vater, deine Mutter auch nicht deine leibliche Mutter. Die beiden haben dich als Kleinstkind mal adoptiert. Du trägst auch ihren Namen. Und in der Tat ist dann dein Vater, also dein Adoptivvater, ist Jude. Da brach für mich eine Welt zusammen, weil ich ja aufgewachsen war, so in dieser Nazizeit, als junger Mensch, Marine, Hitler, Juden und so weiter. Etwas anderes kannte man ja damals gar nicht. Und da die Juden und die Kommunisten waren ja die Staatsfeinde Nummer 1. Also Jude sein und Kommunist sein, oder beides vielleicht sogar zusammen, das war wie ein Verbrechen, nicht? In der Nazizeit. Warum nahm Wilhelm Simonson am Krieg teil? Jeder gesunde junge Mann wurde in der Nazizeit zum Arbeitsdienst und zum Wehrdienst eingezogen. Er hatte also keine Alternative, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Man wurde also Soldat, ich nenne diese ganze Periode Zwangsjacke. Ich musste also Soldat werden, ob ich nun wollte oder nicht. Und deswegen habe ich mich auch damals zur Nachtjacht beworben, als Flugzeugführer, weil das eine der Möglichkeiten war, eben keine Bomben zu werfen, sondern umgekehrt den Feind, den bösen Feind, so sah man das ja damals, nämlich die Engländer, die unsere Städte nachts in Brand warfen, diese Engländer dann zu bekämpfen. Warum wurde Wilhelm Simonson Pazifist? Die Erfahrung aus dem Krieg, die ich gewonnen habe mit diesen brennenden Städten, mit dem Elend, mit den vielen Toten, man muss sich bitte mal vergegenwärtigen, dass dieser Zweite Weltkrieg ungefähr 50 Millionen Tote sozusagen hinterlassen hat. Und vor dem Hintergrund, vor dem Elend eines solchen Krieges, habe ich mir dann geschworen, du wirst nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen.